Das passt, oder? Ja, Leitschalten. Aber das ist doch manchmal von Scheiße. Die Modelle zu. Ja. Also Pizza und Bits sind schon salzig und Chili, salzig und Ja. theoretisch hätte ich sparen. Oh nein. Oh, das ist alles gut. Ja. Sie sind meine Highlight auf jeden Fall. Alles gut. Bei Ihnen sind alle Gäste da. Ja, so von den Gästen her werden alle da. Der Papa ist auch schon und jetzt ist es auch. Livestream. Ist schon Livestream. Schaltet sich halt weiter zum Schmund. Nur Zeit hast. Sollen wir bis 11:30 Uhr warten, weil es hat ja geheißen. Nö, das passt eigentlich. Also man kann sagen, nachher. Aber wenn du 11:30 Uhr Streitschaltung hast, Zeit. Ja. Also nur. Wir können auch noch warten. Wir können dann auch schon 11:30 Uhr. 10 Minuten noch. Ja, genau. Ja, Genau. Ich würde sagen, wenn du nachher mittags hier jetzt daheim sitzt und wartet und nachher Strom und guckt. Es gibt nur. Ja. Der wäre auch froh, da wird der. Weil meistens sind ja die alten Häuser unten relativ kühl, wenn sie oben ist es dann warm. Ja, daran müssen wir Deutschen uns, glaube ich, auch mal dran gewöhnen, dass wir dann doch auch eine Klimaanlage brauchen. Okay. Ja, das Krasseste finde ich eben, da haben sie jetzt eben das OSK ja umgebaut, neu gebaut, aber haben eine Klimaanlage reingebaut. Und oben und aber eine riesen Glasfront, sodass die im Zimmer dahinter sich im Sommer aufhitzen, wie sonst noch was. Ich kannte eine Krankenschwester, die hat da gearbeitet, die hatte einen Schnupfen, weil sie immer die Patienten bedient hat und dann aber das Medikamentenzimmer, das hatte eine Klimaanlage. Und dann immer kühl, heiß. Die hatte dann einen halben Sommer immer einen Schnupfen dann. Das war Ja, rufen wir die Witzle. Ich habe jetzt immer 8 Zuschauer schon, kann das sein? Ja, ihre Verwandte, Bekannte, einer aus Hongkong, ehemaliger Arbeitskollege. Ja. Also Und Hongkong, die haben ja schon abends, also von dem her, die haben jetzt schon Zeit. Ja, genau. Ja, 8 Menschen. Hier. Gibt es denn noch eine Hochzeit dann in China offiziell dann oder nur hier? Nee, also wir in bleiben nur Deutschland? hier. Wir machen nur nächstes Jahr, wenn Corona wieder ein bisschen lockerer ist, machen wir nochmal in Deutschland nochmal ein kleines Fest, wo dann ihre Verwandte dann auch kommen können, weil die haben aktuell in Hongkong noch eine Woche Quarantäne, wenn sie zurückgehen. 7 Tage. Ja. Oh, wow. Und ja, ihr Vater hat halt nur 6-7 Tage Urlaub überhaupt und dann müsst ihr ja in Quarantäne noch und das geht ja gar nicht. Also alles solche Dinge. Ja. Von dem her kommt dann irgendwann mal noch so eine kleine, vielleicht freie Trauung, irgendwas, so nochmal so eine kleine Zeremonie. Das ist ja auch schön. Genau, das ist so übrigens tatsächlich in der engeren Auswahl. Ja, so ist es. Die Hofdaten sind die nächsten Pflege. Wichtig
wichtig, Hongkong ist nicht China. Hongkong ist nicht China? Ja. Genau, Okay. das ist immer ganz wichtig. Noch nicht. Das weiß man ja nicht, welche Seite man trifft. Ja, Ne? genau. Nee. Ob die Regime-Treuen oder die Hongkonger. Ja. Ja, aber weil man guckt, wahrscheinlich in den nächsten Jahren wird sich das eher erledigt haben, wenn der Chinese sich das irgendwann schnappt. Aber Ja. es ist ja jetzt schon schlimmer mit den ganzen Gesetzen. Ja. Ja. Waren Sie dann selber auch in Hongkong? Ja, also wir waren 2020, bevor Corona vor losging. Pandemie. Oh, okay. Also da, in Hongkong war das schon ein bisschen, in Deutschland noch nichts und so. Also gerade so Januar, Februar 20 waren wir runter. Ah ja, okay. Ja. Und jetzt mal gucken, wann wir das nächste Mal wieder runtergehen. Je nachdem, wie halt da unten auch wieder die Regeln sind. Also ist ja jetzt schon gut, dass die jetzt nur noch 7 Tage haben. Also vor ein paar Monaten, also ich glaube letzten Monat oder so hatten sie noch 3 Wochen Quarantäne. Also das war wirklich, ja, 3 Wochen Quarantäne. Die übertreiben es halt ganz. Also diese Null-Covid-Strategie von China wird in Hongkong so ein bisschen durchzogen und ja. Naja, das sind halt so die Sachen. Ja, jetzt kommen gerade doch noch Leute dazu. Ja. Hier schon würde ich jetzt schon so. Was mich auch irgendwie so. Und dann ist meine Frau krank geworden, also ich bin noch nicht rein. Ja, bis sie tot war, aber ich sage, okay, ich muss Und wie viel Uhr ist es jetzt in Hongkong? Gerade ist City Uhr 30. Ja, 24. 24. Ah ja, okay. Genau, 24. Ja, 17 Uhr. Also Ja. 17.30 Uhr rum, ja. Also wie gesagt, die meisten sind jetzt dann fertig mit Schaffen und haben jetzt dann Zeit und ja, das passt eigentlich ganz gut, Gott sei Dank. Ja. Ja, sehr gut. Wobei meine Großcousine, die wohnt in den USA, die wollte sich auch reinschalten. Und die muss früh aufstehen. Ja. Gut, wobei jetzt ist morgens 8 Uhr rum oder sowas, ich weiß glaube ich 7, 8 Uhr, irgendwie sowas dann jetzt. Ja, sowas. War schon eine normale Das Zeit. geht ja noch. Ja. Genau. Ja. 24 Euro. Ich glaube, das war eine Arbeit. Das macht man nicht jetzt. So, im Schuljahr sieht man, warte auf den Chef. Ja. 5 Minuten. Die Damen draußen, die sagen, ich will jetzt was. Ich kenne viele so als Biologie. Die sagen das. Als muss man schon Brot suchen nach dem Kakao schauen. Krankenkasse hat immer das gezahlt. Zwei Tage später bin ich auch von der Genehmigung, von dem Auslegung von der Aktivität. Das war eine Schreibe. Zwei Tage später. Die Bilder, die ich so wenig vorstelle. Das ist Natürlich auch gut. Gerade auch mit Freunden aus Indien, das ist zum Beispiel auch gute Auswahl. Ich bin ja schon da, also wir sind 2 Wochen oder 3 Wochen. Für die nicht vegetarisch. Das schaut schon schön so aus. Aber wir sind bloß die Hauptverträge und nichts so. Ich war so jetzt gewohnt, also ich noch schwer zu können. Aber ich muss auch nichts tun. Ich kann mich selber kurz. Aber ich wollte mir jetzt zum Stammtisch hören. Ich sage, wie war einer die zweite Woche. Die zweite Woche darf ich dann ja, Käse ist das so fest. Ich glaube, das sind halbe Kilometer. Genau. Das ist doch keine zusätzliche Vereinbarung. Ich habe auch alles nochmal dabei im Original. Weil es ist ja zwischen Standsenden ein bisschen Unterschied, ein ganz wenig Unterschied, mal waren 10, mal waren 10. Ich habe aber immer alles dabei.
Omnibus, Heidelhof, Ober, Wassersee, so wissenschaftliche Führung in 11 Jahre Bildung. Schwarz-Weiß. Soll ich so machen? Ich habe einmal die Trauung mit Live-Schaltung gemacht und ich habe dort aus Versehen vergessen, also stumm zu schalten. Das war super. Hat richtig Spaß gemacht. Und Oma hat gesagt, was hat sie gesagt? Das war nett. Gut, dann fangen wir an. Herzlich willkommen, Frau Öl, und herzlich willkommen, Frau Lau. Und auch ein herzliches Willkommen hier an Ihre Gäste und natürlich auch an Herrn Bode, der heute übersetzt. Mein Name ist Selina Stefan und ich bin die Stammesbeamtin, die die beiden heute vereinbaren darf. So, welcome Mrs. Lau and Mr. Öl, and a warm welcome to your guests. My name is Theresa Munding and I am the registrar who will marry you both today. Ich freue mich darauf, Sie beide heute durch Ihre Trauung begleiten zu dürfen und dass Sie sich heute entschieden haben, hier im Trausaal der Gemeinde Beinfurt Ja zueinander zu sagen. I look forward to accompanying you through your wedding ceremony and that you have decided to be married here with me in the wedding hall of the municipality of Beinfurt today and to say yes to each other. Leider geht es auch an Ihrem Hochzeitstag nicht ganz ohne Formalitäten, deshalb muss ich Sie fragen, ob sich seit der Anmeldung zur Eheschließung irgendwelche Änderungen ergeben haben bezüglich Ihres Personenstands, Ihrer Staatsangehörigkeit, Ihres Wohnsitzes und Ihrer Ehefähigkeit. Unfortunately, your wedding day is not without formalities, and therefore I must ask you if there have been any changes since you registered for marriage that affect your marriage, family status, your place of residence, your nationality, or your eligibility for marriage. Ja, keine Veränderung. Bei mir auch nicht. Oh, okay, super. Also keine andere Staatsangehörigkeit oder Sie konnten das Prüfungsverfahren nicht abwarten und haben heimlich doch noch irgendwo anders. Nein. So no one has taken another nationality, or you couldn't wait for today and you secretly got married in Las Vegas? Gut. So, wir haben bei der Anmeldung der Eheschließung gesagt, dass wir den Namen des Mannes zum Ehenamen bestimmen. Im deutschen Recht gibt es 4 Möglichkeiten, den Ehenamen zu bestimmen. Einmal, dass der Name des Mannes Ehename wird, einmal, dass der Name der Frau Ehename wird. Beide behalten ihren Namen oder derjenige, dessen Name nicht Ehename geworden ist, darf seinen Namen vor oder hinten anstellen an den jeweiligen Namen. So when you registered, you decided that you would use the husband's name, that is Öl, as your family name. The possibility that you have, according to German name law, is that you can either pick the husband's name, you can pick the wife's name, each one can keep their own name, and also the last possibility, the 4th possibility, is prefixing or suffixing their respective name. Gut. Ja, das passt ja. Dann haben wir den formellen Teil erstmal hinter uns gebracht. Ja, Frau Lau und Frau Öl, jetzt sind Sie beide ganz kurz davor, hier Ja zueinander zu sagen. Und ich finde, dass es für Sie beide heute ein ganz besonderer Tag, ein besonderer Beginn als Ehepaar sein soll. Ein neuer Lebensabschnitt, der mit diesem kleinen Wort aus nur 2 Buchstaben, ein kleines Wort mit großer Bedeutung, beginnen soll. So now we're finished with the formalities now, and so Mrs. Lau, Mr. Öl, you are now both very close to say yes to each other, and I think today should be a very special beginning for you as a married couple. A new chapter in your lives that begins with this
three-lettered word, a little word that means a lot to both of you. Mit dem Ja-Wort heute versprechen Sie beide, sich einen gemeinsamen Lebensweg zu gehen. Und wenn man sich Gedanken über dieses kleine Wörtchen Ja macht, die Grundbedeutung von diesem Wort ist auf jeden Fall erstmal die Zustimmung, die Bestätigung für was und auch die Bekräftigung. Und heute bei uns ist es aber die positive Antwort auf eine ganz wichtige Entscheidungsfrage. So, by saying yes today, you're promising to each other to walk the path of life together. The simple word yes has the basic meaning of agreement, confirmation, and affirmation. It is a positive response to an important and significant decision-making question. Ja sagen ist eigentlich für uns was ganz Alltägliches, nur heute bei Ihnen beiden mit einem besonderen Hintergrund. Und ich habe mir Gedanken gemacht, was dieses kleine Wort Ja für Sie beide bedeuten könnte. Ich würde einmal, wollen Sie es übersetzen oder soll ich das? Sie können auch gerne weitermachen. Also, das Ja von Ihnen heißt heute Ja sagen, von ganzem Herzen Ja sagen zu einem anderen Menschen. Ein Ja so groß, dass ganz viele kleine Neins drin Platz finden, so mutig, dass auch die Angst ihm nichts anhaben kann, so verständnisvoll, dass auch das Unverständliche dann Platz findet, so feierlich, dass das Alltägliche für Sie beide ein Fest ist, so klar, dass selbst der Zweifel ihm nichts anhaben kann und so vertraut, dass auch Neues und Fremdes darin Einlass finden kann. Ja sagen bedeutet Liebe. So, you saying yes is saying yes with all your heart, saying yes to another human being. A yes so big that even a few small no's find room in it. So courageous that even a fear cannot harm it. So understanding that even the incomprehensible is accepted. So solemn that even the mundane becomes a small celebration. So clear that even doubt cannot harm it. So familiar that even the strange and the new can find entry into it. Dieses Jahr ist für Sie beide heute ein Anfang für einen neuen Lebensabschnitt. Und nun heute, am 20.05.2022, treffen wir uns hier am Ende des Weges nach einem ganz langen Warten. Aber Sie beide haben es geschafft. Wir haben den Antrag für die Eheschließung, diese Hürde haben wir zusammen gemeistert. Und nun ist dieses lange Anerkennungsverfahren beim Oberlandesgericht durch und wir können freudig auf den heutigen Tag blicken. So, this yes is a beginning for both of you, for a new phase in life. Today, the 20th of May 2022, we meet here at the end of a long road, a long application phase. You also had to overcome a hurdle together in your application for your marriage, but now we are here after a long recognition procedure at the Higher Regional Court. Für Sie beide ist dieser Tag heute ein Anlass, nicht im Still zu feiern, sondern mit Ihren Gästen, mit den lieben Menschen, die Sie mitgebracht haben, einfach Ihr Glück heute zu teilen. So for both of you, today is a special day, not to celebrate in silence, but to share your happiness with all the people who have accompanied you here. Glück, da stellt sich natürlich immer die Frage, was ist Glück und Glücklichsein eigentlich? Ich meine, dass jeder von uns seinen eigenen Glückspegel hat und das Glück einfach nicht nur ein Gefühl ist, sondern dass wir immer selber dafür verantwortlich sind und dass dieses Glück auch immer von uns selber abhängt. So happiness. This raises a question, what is happiness and being happy? I mean, everyone has their own level of happiness, and happiness is not just a feeling that happens by itself. It depends on us. Sie beide haben sich ineinander verliebt und haben sich kennenlernen dürfen.
Da hat sich das Glück von seiner besten Seite gezeigt und sogar den weiten Weg über die Kontinente hat das Glück hier gefunden. So you two fell in love with each other and were able to get to know each other. That was happiness at its best. Happiness has found its way across the continents. Denken Sie an das, was Sie beide aneinander schätzen, die liebevolle Art des einen, das warmherzige und bodenständige des anderen und einfach, dass Sie beide auch im Vertrauen über alles miteinander reden können und auch verstanden werden. Think of what you value so much about each other. The loving nature of one, the warm-hearted and down-to-earth nature of the other. Being able to talk to each other about everything in confidence and also being understood. Natürlich sind auch die gemeinsamen Interessen, die Sie beide teilen, ganz wichtig. Das gemeinsame Kochen und das Backen und auch die gemeinsamen Ausflüge, die Sie miteinander machen und natürlich auch das Verfolgen von gemeinsamen Zielen. The common interests you share, the cooking and the baking together, the trips together, and of course the pursuit of common goals. Das alles sind Schlüssel für Türen in Ihrer Ehe, die Sie beide nutzen können, um neue Räume und neue Plätze zu entdecken, die sich vielleicht noch vor Ihnen verstecken. These are all keys to doors that fit different locks in your marriage to open new rooms and discover new places. Sie werden merken, dass zu zweit alles viel leichter zu bewältigen ist und dass es auch nicht nur leichter, sondern auch einfach besser und schneller funktioniert, wenn Sie zusammen nach Lösungen suchen. You will notice that everything is much easier to manage as a couple. Not only easier, but also better and faster. Und das alles, was ich Ihnen jetzt hier mit dem Herr Rode zusammen aufgeführt habe, das ist ganz einfach Glück, dass Sie beide das zusammen erleben dürfen. So everything what I've just listed now as happiness together with me, this is just simply happiness in itself. Ich wünsche Ihnen beiden ganz herzlich, dass der heutige Zauber bestehen bleibt und dass Sie Ihre Liebe und Zuneigung zueinander für ein ganzes Eheleben bewahren. So I sincerely wish you both that today's magic will last and that you keep your love and affection for each other for the whole married life. Dazu braucht es natürlich ein bisschen Glück, manchmal auch etwas Gelassenheit und viel Humor. Und wenn sonst irgendwelche Zweifel aufkommen, haben Sie ja ganz viele Freunde und Familien dabei, die Sie einfach nach Rat fragen können oder irgendwas. So for this you need a little luck, sometimes a little serenity and a lot of humor. But also in times of doubt, you have also a lot of friends and family that can help you. So, Frau Lau und Herr Öl, wenn Sie bereit sind, würden wir nun zum gesetzlichen Teil der Eheschließung übergehen. Also, ich werde nun mit dem gesetzlichen Teil der Eheschließung anfangen und werde Sie einzeln und nacheinander fragen, ob Sie die Ehe miteinander eingehen möchten. Ich sage immer, die erste Antwort zählt. Und mit der Beantwortung von dieser Frage schließen Sie vor mir erstmal einen mündlichen Vertrag für den Bund der Ehe, den wir nachher schriftlich festhalten werden. So now we'll get to the legal part of the ceremony, and I will now proceed with the legal part of the ceremony, a marriage ceremony. And I will always say the first answer counts, and ask you one by one whether you wish to enter into the marriage with each other. By answering the question, you enter into a bond of marriage. It is a verbal contract, which we later then will put in writing. Normalerweise heißt es ja immer Ladies first, aber Herr Öl, ich würde mit Ihnen heute anfangen. Also, ich frage Sie, Herr Öl, ist es Ihr freier Wille, mit der hier anwesenden Sintung Lau die Ehe einzugehen? So beantworten Sie meine Frage bitte mit Ja. Ja. So normally it's ladies first, but we'll start with Mr. Öl today. So I ask you, Mr. Öl, is it your free will to enter into matrimony with Sing Tung Lau? Then answer my question in the affirmative.
Ich frage Sie, Frau Lau, ist es auch Ihr freier Wille, mit dem hier anwesenden Stefan Oehl die Ehe einzugehen? So antworten auch Sie bitte laut und deutlich mit Ja. I ask you, Mrs. Lau, is it your free will to marry the present Stefan Oehl, to enter into matrimony with him? Then answer my question in the affirmative. Ja. Nachdem Sie beide meine Fragen richtig beantwortet haben, erkläre ich Sie mit Kraft Gesetzes zu rechtmäßig verbundenen Eheweisen. Herzlichen Glückwunsch! So, since you have both answered my question in the affirmative, I now pronounce you lawfully husband and wife. Congratulations. Sie dürfen die Frau küssen. So, wie ich sehe, haben Sie auch mitgebracht. Die dürfen Sie sich gegenseitig anstecken, aber Sie müssten warten, bis Mama da ist. Und also hinter der Auto zu. Olli? Ein Küsschen. Nein, ich stehe jetzt mit. Ich komme einmal zur Verlesung der Unterschrift. Also, vor der unterzeichneten Standesbeamtin erschienen einmal der Ehemann Stefan Oehl und einmal die Ehefrau Selina Stefan. So, before the signing registrar presented themselves today for marriage, the husband Stefan Oehl and the wife Selina Lau. Weiterhin erschienen als Dolmetscher Mark Bode, wohnhaft in Ravensburg, Mühlkiel 20, ausgewiesen durch Personalausweis. Also present was the interpreter Mark Bode, resident in Ravensburg, Mühlkiel 20, identified himself by personal ID card. Die Standesbeamtin fragte die Eheschließenden einzeln und nacheinander, ob sie die Ehe miteinander eingehen möchten. Die Eheschließenden bejahten diese Frage. Die Standesbeamtin sprach nun aus, dass sie nunmehr Kraft Gesetzes rechtmäßig verbundene Eheleute sei. So the registrar asked the marrying couple if they want to be or conclude the marriage together. Both said yes, and so the registrar then said that they're now a married couple. Jetzt kommen wir einmal zur Namensführung in der Ehe. Zur Namensführung in der Ehe gaben die Ehegatten eine gesonderte urkundliche Erklärung ab. Und dies ist auch Bestandteil dieser Niederschrift. Die müssten wir nachher noch unterschreiben. Da steht drin, dass sie das deutsche Recht für die Eheschließung gewählt haben. And so then we'll come to the choice of name, and so this will also have another certificate, and you will also have to sign it, and the certificate says that you pick the German law as the name law. Genau. Dann ergeben sich folgende Namensführung in der Ehe. Bei Ihnen, Herr Oehl, bleibt es eigentlich unspektakulär, da bleibt alles beim Alten. Und bei Ihnen, Frau Oehl, bei Ihnen ist Oehl jetzt Familienname und Lau Ihr Geburtsname. So now then the following names will be taken. With Mr. Oehl, everything will stay the same. Your family name is still Oehl, but for you, it is now that your family name is Oehl and your maiden name is then Lau. Also, das wäre einmal die Namenserklärung, die Sie unterschreiben müssten. Sie, Frau Oehl, dürften einmal oben unterschreiben und Sie, Frau Oehl, einmal unten. Da dürfen Sie aber noch mit Lau unterschreiben. So this is now the declaration of the name, and you can sign them there. But here you still sign with your old name, so with Lau. Und dann darf die Mama noch zu mir
vorkommen, wenn Sie vielleicht Bilder machen möchten, wie die beiden ihre Niederschrift unterschreiben. Das Wichtigste, gell? Einmal alles auf die Seite. So. Die Rede auf die Seite, dann sieht es so. Frau Öl, Sie dürfen einmal oben auf der ersten Linie mit Vor- und Nachnamen unterschreiben. Hier. Genau. Okay. So, und Frau Öl, Sie dürfen jetzt mit Ihrem Vornamen Öl und geborene Lau unterschreiben. So now you may sign with your first names and then with Öl and then geborene, geb, and like ne, Lau. Okay? Gut. Okay. Unterschreibe ich einmal noch. Und dann haben wir darf noch als Übersetzer über mir unterschreiben. Einmal hier. Und dann ist es offiziell. So now it's official. Da ich mir ja sicher war, dass Sie Ja sagen, habe ich Ihnen schon meine vorläufige Eheurkunde vorbereitet. Sie haben, glaube ich, selber einen starken Verträger Genau. gesehen, gell? Yep. Einmal haben wir hier die deutsche Urkunde und einmal haben wir hier für die Botschaft eine mehrsprachige. Genau. Es wird Anfang nächster Woche noch signiert, da bekommen Sie dann die Originale. Da steht dann einfach hier anstatt Niederschrift der Eheschließung steht dann die registrierte Nummer von Ihrer Eheschließung. So these are the marriage certificates, one in German, one in the international, and then beginning next week they will be signed, and then we'll not have here recording of the marriage, but it will have a registrar number. Und dann haben wir von der Gemeinde Weinfurt noch ein kleines Hochzeitsgeschenk für Sie beide. Ich hoffe, dass Sie Kaffee trinken, Kaffee mit dabei und zwei Kaffeetassen von der Gemeinde Weinfurt. Ja, auch, dass Sie auch immer wissen, in welchem Standesamt Sie gehören. Danke. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Danke. Ein schönes Wochenende. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Genau.